Herzlich willkommen zum großen Jahresrückblick 2025. Mein Name ist Sebastian Höffner und ich freue mich sehr, heute gemeinsam mit spannenden Gästen auf ein ereignisreiches Jahr zurückzublicken. Den Auftakt machte die Bauma, die weltweit größte Messe für Baumaschinen. Unter dem Motto Hands on the Future zeigte Liebherr mit einem beeindruckenden Auftritt, wie die Firmengruppe aktiv die Zukunft der Branche mitgestaltet. Mit Innovationen, neuen Technologien und dem Austausch mit Kunden und Partnern aus aller Welt. Also lassen Sie uns noch einmal eintauchen in diese einzigartige Atmosphäre. 2025 war ein Jahr zwischen Gegenwind und Fortschritt, wirtschaftlich anspruchsvoll und gleichzeitig geprägt von Innovationen, Investitionen und wichtigen Impulsen für die Zukunft von Liebherr. Dabei hat sich einmal mehr gezeigt, wie stark und solide die Firmengruppe aufgestellt ist. Was das Geschäftsjahr 2025 im Detail auszeichnet und wie sich diese Entwicklung in den Kennzahlen widerspiegelt, darüber sprechen wir jetzt mit Steffen Günther, Mitglied des Direktoriums der Firmengruppe und zuständig für den Bereich Finanzen. Hallo Herr Günther, schön, dass Sie da sind. Hallo Herr Höffner. Herr Günther, was prägte das Geschäftsjahr 2025 für Sie im Kern und welche Entwicklungen hatten die größten Auswirkungen? Für die Firmengruppe Liebherr war sicher mal das Jahr prägend durch die Handelsbarrieren, mit denen wir konfrontiert waren. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite, wir haben viele unserer Märkte gesehen, die konjunkturell sich nicht oder nur seitwärts bewegt haben oder maximal moderat gewachsen sind. Und wenn wir die beiden Seiten zusammennehmen, dann hat es dazu geführt, dass wir mit verstärktem Wettbewerbsdruck in vielen unserer Märkten umgehen können mussten. Stichwort Märkte und Absatzregionen. Wie haben sich die im vergangenen Jahr entwickelt? Bei den Absatzregionen, Absatzmärkten, wenn wir nach Ländern gehen, fangen wir mit Deutschland an, ist der wichtigste Markt für die Firmengruppe Liebherr. Dort waren wir konfrontiert mit konjunkturell rückläufigen Entwicklungen in den vergangenen Jahren. Und wir konnten uns aber entgegen dem Trend mit dem Umsatzwachstum beweisen. Und wenn wir dann weiter runtergehen in unserer Rangliste, dann sehen wir den zweitwichtigsten Markt, die USA. Auch dort konnten wir eine Seitwärtsbewegung erzielen. Sehr positiv, insbesondere das letzte Quartal lief sehr, sehr gut. Benachbart Kanada, da lief es nicht ganz so gut, dort mussten wir Umsatzrückgänge hinnehmen, konnten das aber in anderen wichtigen Märkten, anderen europäischen wichtigen Märkten kompensieren. Beispiel möchte ich nennen, der Markt Frankreich oder zum Beispiel der Markt der Niederlande. Gehen wir ein bisschen mehr ins Detail. Welche Rolle spielten dabei die einzelnen Produktsegmente? Bei den Produktsegmenten fangen wir auch mit denen an, die nicht so gut liefen. Zwei insbesondere große Produktsegmente. Wir haben dort die Erdbewegung und Materialumschlag und wir haben auch den Mobil- und den Raupenkran. Das waren Segmente, die nicht so gut gelaufen sind für die Firmengruppe. Auf der anderen Seite haben wir Segmente, insbesondere die Aerospace und Transportation Systems, als auch die maritimen Krane, die in der Vergangenheit sehr, sehr gut gelaufen sind und auch diese positive Entwicklung mit ins Geschäftsjahr 2025 nehmen konnten und dort weiter gewachsen sind. Welche Projekte und eben Investitionen waren 2025 für Sie von ganz besonderer Bedeutung? Von ganz großer Bedeutung waren unsere Investitionen in den USA. Dort haben wir in ein Logistikzentrum investiert. Dann als zweites sicherlich wichtig zu erwähnen die Investitionen in die Aerospace und Transportation Systems. Dort haben wir unsere Produktionskapazitäten in Brasilien als auch in Bulgarien, in Marica, weiter ausgebaut. Und als drittes möchte ich nennen den Standort in Ehingen, den Standort der Mobil- und Raupenkrane. Dort konnten wir ein sehr großes Grundstück erwerben, um eben dort auch der erhöhten Nachfrage, von der wir in der Zukunft ausgehen, um diese befriedigen zu können. Was konnten Sie im vergangenen Geschäftsjahr konkret für die Liebherr-Kunden erreichen? Für die Kunden denke ich, die Bauma war ein ganz tolles Ereignis. Und warum erwähne ich das hier an erster Stelle? Weil das Motto fand ich ganz gut. Hands on the Future hieß das Motto und symbolisiert für mich zwei Sachen. Das Thema Hands-on, nämlich dass wir
Probleme angehen, die Probleme lösen, die die Kunden haben und das bestmöglichst und eben auch mit unseren Kunden zusammen partnerschaftlich diese Lösungen erarbeiten und hinbekommen. Zweite große Wort, das da drin steckt, Future, verstehe ich unter den innovativen Lösungen, die Liebherr bietet und eben mit qualitativ hochwertigen Produkten. Und welche Rolle haben dabei die Mitarbeitenden der Firmengruppe für Sie gespielt? Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Schlüssel zum Erfolg der Firmengruppe. Und ich denke, die zeichnen sich durch 3 Eigenschaften aus. Ein überaus großes Engagement, das die an den Tag legen, auch gepaart mit sehr großen Fachkenntnissen und einer enorm starken Identifikation mit der Firmengruppe und den Produkten. Zum Abschluss lassen Sie uns einen Blick nach vorne werfen. Was bringt das Geschäftsjahr 2026? Gestartet ist die Firmengruppe mit einer sehr soliden Auftragspolster. Wir reden hier von fast 8,3 Milliarden, also eine gute Startposition. Und wenn wir in die Planungen des aktuellen Geschäftsjahres schauen, dann sehen wir ein weiteres Umsatzwachstum. Plus 3% wollen wir mindestens erreichen. Und ich bin aktuell sehr zuversichtlich, dass wir das auch hinbekommen werden. Dann sage ich ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank, Steffen Günther. 2025 war auch für die Liebherr Hausgeräte ein ganz besonderes Jahr, denn sie haben den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen. Und das in gleich 2 Kategorien. Ausgezeichnet wurde das Unternehmen als Vorreiter für kreislauffähige Kühl- und Gefriertechnologien und speziell das Vollvakuum-Gefriergerät FNX A522i. In ihm steckt eine Technologie, die nicht weniger als ein Meilenstein für die gesamte Branche ist. Blue Rocks, eine Entwicklung, die nicht nur Energie spart, sondern Kühlgeräte erstmals wirklich kreislauffähig macht. Was dieser Lavastein damit zu tun hat, wie die Technologie funktioniert, diesen Fragen bin ich nachgegangen. Am Produktionsstandort Ochsenhausen habe ich mich mit 2 Mitarbeitern getroffen, die Blue Rocks entscheidend mitgeprägt haben. Jochen Hiemeyer und Dr. Florian Claudel. Hallo Florian. Hallo Sebastian. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu 2 deutschen Nachhaltigkeitspreisen. Wofür genau habt ihr die bekommen? Ja, danke. Also einmal für unser Unternehmen, für unseren Beitrag zur nachhaltigen Transformation und zweitens für unseren Vollvakuum-Gefrierschrank der FNX A. Mit Blue Rocks verwendet ihr erstmals ein Vakuum zur Isolierung eines Kühlschranks. Wie genau habe ich mir das vorzustellen? Also üblicherweise verwenden wir für Türen, für Gehäuse einen Polyurethanschaum und diese wird in diesem Zwischenraum so vollständig gefüllt. Mit die Blue Rocks Technology dann verwenden wir ein Perlit Vollvakuumkörper und können wir komplett auf diese Schaum verzichten. Perlit ist das Stichwort, das hast du gerade schon gesagt. Welche Rolle spielt dieses Vulkangestein bei Blue Rocks? Genau, also Perlit, das Kernstück von dem Material. Du hast es gesagt, ein Vulkangestein ist natürlich vorkommen und wird relativ simpel abgebaut. Der besondere Trick mit Perlit ist, dass das Gestein enthält Wasser und diese wird beim stark Erhitzen verdampfen und expandiert so ein bisschen wie Popcorn. Und dadurch entstehen diese feinen Glaskügelchen, das wir im Endeffekt mahlen und verwenden. Da habt ihr wirklich was Faszinierendes entwickelt. Was genau ist denn für dich das Spannendste an deinem Job? Ja, also dieser Innovationscharakter natürlich. Also das ist ein vollständig neues Produkt und Entwicklung, das wir da machen. So ein Riesenprojekt und diese kleinen Schritte, die jeder leistet. Und so entsteht ein tolles Produkt. Blue Rocks ist ja eine echte Innovation. Was ist genau der Vorteil für den Endverbraucher? Durch die niedrige Wärmeleitfähigkeit von Perlit können wir eine höhere Energieeffizienz anbieten, dabei ein höheres Volumen und mit dieser neuen Konstruktion eine höhere Reparierbarkeit. Und genau diese Reparierbarkeit, die schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Hallo Jochen, grüß dich. Hallo Sebastian. Das ist ja ein total spektakulärer Raum, in dem wir uns hier gerade befinden. Was genau passiert hier? Was wird hier gemessen? Wir sind hier gerade im EMV-Messraum und wir haben mit der Blue Rocks Technologie ja eine komplett neue Gerätearchitektur und da muss wirklich alles auf Herz und Nieren geprüft werden und hier vermessen wir die elektromagnetischen Strahlungen, die von der Kältetechnik aus diesem Kältemodul gehen, was in dem Blue Rocks Modul unten verbaut ist. Blue Rocks ist ja eine komplett neue technische Innovation von Liebherr. Was verändert sich dadurch eigentlich für den Endverbraucher? Der Kühlschrank an sich schaut wie ein normaler aus, aber eine große Änderung ist eben, dass die Kältetechnik nicht mehr im Gerät versteckt ist, sondern hier in dieses Modul gepackt ist. Das hat den Vorteil,
dass wir beim Kunden, wenn mal was kaputt ist, das einfach ausbauen können und durch ein neues ersetzen oder entsprechend eben reparieren können. Da denke ich sofort an das Thema Langlebigkeit, steht ja von jeher bei Liebherr ganz, ganz stark im Fokus. Inwiefern hat die Blue Rocks Technologie darauf einen Einfluss? Es war eine ganz große Herausforderung an der Technologie. Das Vakuum, was hier im Inneren der Dämmung ist, das muss ja über viele Jahrzehnte halten. Und da haben wir sehr lange entwickeln müssen, bis wir das hingekriegt haben und sind aber sehr stolz, dass wir das geschafft haben. Letztendlich ein echt faszinierender Job, den ihr hier betreibt, und das, was ihr geschaffen habt, ist aller Ehren wert. Was hat dich am allermeisten fasziniert an dieser Entwicklung? Am spannendsten ist tatsächlich, dass man alles, was man im Physikstudium braucht, tatsächlich in eine Praxis anwenden kann, die man in den Kühlschrank übersetzen kann, was ein Gerät ist, was halt jeder in seinem Haus stehen hat. Du kannst über was du als Physiker gelernt hast, mit jedem am Abend bei einem Bier reden. Vielen Dank für diese spannenden Einblicke in deinen Bereich, und ihr habt völlig zu Recht den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen. Kompliment, ich bin sehr gespannt auf das, was da in Zukunft noch von euch und von Liebherr passiert. Danke, Sebastian. Sehr gerne, danke dir. Und wir machen direkt weiter mit dem nächsten Preisträger. Dr. Manuel Bös von der Liebherr-Werk Bischofshofen GmbH nahm für Liebherr Autonomous Operations im Rahmen der Bauma den Innovationspreis in der Kategorie Digitalisierung entgegen. Die Jury würdigte damals insbesondere den konsequenten Autonomieansatz des Radladers und die praxisgerechte Umsetzung in einem industriellen Umfeld. Seitdem ist einige Zeit vergangen. Die spannende Frage ist natürlich, was ist aus dem ausgezeichneten Projekt geworden? Und wie bewährt sich die Technologie im Kundeneinsatz? Genau das wollen wir jetzt erfahren, denn Manuel ist uns live von einem Testeinsatz bei einem Kunden zugeschaltet. Manuel, schön, dass du die Zeit genommen hast. Wo genau treffen wir dich gerade an und was passiert da im Augenblick? Ja, wir sind mit unserem autonomen Radlader unterwegs beim Kunden in der Nähe von unserem Werk und testen wieder auf Herz und Nieren. Seit dem Innovationspreis auf der Bauma ist ja jetzt einige Zeit vergangen. Was hat sich für dich persönlich seitdem bei Liebherr Autonomous Operations am meisten weiterentwickelt? Das große Ziel ist ja, dass diese Maschinen in allen möglichen Einsätzen robust fahren. Jeder Einsatz ist etwas anders und genau deswegen sind wir mit den Maschinen draußen, testen gemeinsam mit den Kunden in realen Einsätzen, versuchen die Schwachstellen zu finden und somit das System immer weiterzutreiben. Jetzt sehen wir gerade hinter dir, wie der Radlader autonom arbeitet. Wie reagieren Kunden und auch Maschinenfahrer, wenn sie erstmals einen autonom arbeitenden Radlader im Einsatz erleben? Ja, im ersten Moment ist natürlich die Faszination, dass da generell niemand drin sitzt. Aber es löst auch ein ganz konkretes Problem, und zwar genau die monotonen Tätigkeiten. Der Kunde hat natürlich oft sehr gutes Personal, aber oft zu wenig für die Arbeit. Und gerade die monotonen Tätigkeiten, die können wir mit dem System eben lösen, sodass der Kunde sein Personal, was er hat, für die wichtigen Dinge am effizientesten einsetzen kann. Manuel, abschließend gefragt, was ist für dich persönlich der spannendste Moment, wenn du, so wie jetzt heute, siehst, wie eure Entwicklung beim Kunden Realität wird? Ja, es ist wirklich spannend zu sehen. Wir kommen mit der Maschine zu einem Kunden hin, wir nehmen die Maschine in Betrieb in relativ kurzer Zeit und gehen dann wirklich in den Alltagsbetrieb mitten rein. Der Kunde kann auch direkt vergleichen, Kennzahlen, wie schnell, wie viel Tonnen pro Stunde und so weiter. Und er sieht auch, wie smooth und wie ölig die Maschine arbeitet. Und ist da in vielen Fällen sehr, sehr begeistert. Ja. Vielen Dank, Manuel Bös. Was passiert, wenn Präzision, Technik und pure Leidenschaft aufeinandertreffen? Genau, dann entsteht ein Wettbewerb der Extraklasse, wie die Weltmeisterschaft der Mobilkranfahrer. In packenden Wettkämpfen traten die besten Kranfahrerinnen und Kranfahrer aus aller Welt gegeneinander an, um zu zeigen, was sie am Steuer einer Maschine leisten können. Doch bevor es ins große Finale in Ehingen ging, nahm die Reise ihren Anfang online. Über 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer reichten ihre Bewerbungsfotos und Videos ein, überzeugten mit Können und wurden von der Jury und der Öffentlichkeit bewertet. Die Besten der Besten qualifizierten sich für regionale Vorentscheide an Liebherr-Standorten rund um den Globus. Von Spanien über Brasilien und Australien bis hin in die USA und nach Saudi-Arabien. Am Ende setzten sich 5 außergewöhnliche Talente durch, mit beeindruckender Präzision, technischem Können und echter Leidenschaft für ihren Beruf. Diese 5 Finalistinnen und Finalisten trafen sich Ende November hier in Ehingen, um sich im großen Finale zu beweisen und nur ein Ziel im Blick zu haben, den Thron der Mobilkranfahrer-Elite zu erklimmen. This is the grand final of the Game of Cranes, in a series of challenging tasks centered around safety, skill and technical understanding. And this is Game of Cranes. Feel the energy. Pressure? There was no pressure.
Game of Cranes ist für Fahrer von Mobilkranen. Wir haben damit den Besten gesucht, der weltweit auf einem unserer Krane sitzt und der in allen Kategorien sein Können beweisen kann. Das größte Ziel ist natürlich, den Kranfahrer zu würdigen. Denn ohne Kranfahrer brauchen wir keine Krane mehr produzieren. Und wir wollten der Welt einfach mal zeigen, vor allem den Mobilkranfahrern, wie wichtig sie uns sind. Beim Finale in Ehingen haben die Kranfahrer ihr Können gezeigt, indem sie eine Last anschlagen mussten, mit Last verfahren mussten. Eine Aufgabe war, mit einem Ballast durch einen vorgegebenen Parcours zu fahren, mit eingeschränkter Einsicht. Die Windangriffsfläche musste berechnet werden. Die Last hat dann im Zwei-Haken-Betrieb anschließend noch einen heißen Draht erfahren. Die Resonanz war unglaublich. Wir hatten 70.000 Klicks auf unserem Video und damit sieht man einfach, dass Krane die Welt begeistern und über Social Media ist das Ganze noch viel einfacher zu streuen. Game of Cranes soll auf jeden Fall in die zweite Runde gehen. Der Plan ist, das bei den Kundentagen 2027 zu realisieren. Und damit sind wir am Ende unseres Jahresrückblicks angekommen. Das Geschäftsjahr 2025 hat gezeigt, was möglich ist, wenn vorausschauendes Handeln, Innovationskraft und das Engagement der Mitarbeitenden zusammenwirken. Auf dieser Basis blickt die Firmengruppe nach vorne mit Zuversicht und Verantwortung. Vielen Dank fürs Zuschauen.